einen Feldweg gefunden. Der geht jetzt entlang dieser Bundesstraße. Was ist jetzt denn mit dem Gras? So. Weil ich glaube, an der Bundesstraße die nächsten 15 Kilometer weitergehen, da bringe ich mich um. Ich hoffe, der Feldweg geht jetzt bis nach hinten zu dieser Ortschaft. Ja, mal schauen. Ich taste mir jetzt Stück für Stück nach vor. Und wenn es gar nicht mehr geht, rufe ich meine Schwester an, sie soll mich abholen. Jetzt hätten wir theoretisch noch 7 Stunden, circa 35 Kilometer oder 34,5. Bis dahin bin ich ein Backhändel, ein Grillhändel. Ja, es bleibt spannend. Yay! So, Feldweg. Feldweg geht Gott sei Dank unten weiter. Da bin ich echt froh, dass ich den vorher entdeckt habe. Ja, das ist Zufall. Gott, warum ist so heiß heute? Warum ist da keine einzige Wolke? Mir fällt ein, ich sollte vielleicht Zeckenimpfung auffrischen, wenn ich da so im Gras herumhirsche. Mein neuer Name ist Grillhähnchen. Saftig durchbraun. Ich hoffe, dass die Sonnencreme so viel wirkt, dass sie nicht braun wird. Weil nur braune Arme und der Rest ist käsig weiß. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. So. Jetzt habe ich mich echt vergangen. Der Schmarrn. Ich bin dem Feldweg zu lange gefolgt. Und jetzt muss ich da zwischen die Felder irgendwo über den Hügel, damit die so durch die Bundesstraße hingeht, mich wieder trifft mit der. Es sind nur 3 Minuten länger. Zumindest geht man da jetzt im Grünen und nicht da halsbrecherisch auf der Bundesstraße. Haben wir ein bisschen durch den Weinberg. Da kommen wir echt vor wie ein Grillhähnchen. Scheiße. Ach. Also in der Nacht und in der Früh marschieren war echt easy cheesy. Aber der Mittagssonne geht gar nicht. Gefühlt hat es 30 Grad, das wird es glaube ich nicht haben. Laut Wetterbericht hat es 22. Spielt auch keine Rolle. Ich messe es einfach weiter. Und in der nächsten Ortschaft, ich glaube, das hat Streithofen geheißen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Das wird dann besser werden. Oder ich rufe meine Schwester. Bevor ich da irgendwo kollabiere.
am Arsch der Welt und mich keiner findet. Dann haben wir Pferde da drüben. Ja, so stiefeln wir da hinten. Mit ein bisschen Musik nebenbei. Ja, so ist es. Gott, das ist angenehm. Puh. So, das Stück da hinten haben wir jetzt umgangen. Und wenn ich über die Hecke schaue, sieht man da hinten, das sollte echt Zwentendorf sein, was man vorher schon vom Berg oben gesehen hat. Puh. Ich bin da gerade nach Atzenbrock. Wie ich da hingekommen bin, im Slalom bei Kreisverkehr, außenrum über die Leitplanken vorbei. Egal. Und jetzt gibt es da einen Radweg, Fußgängerweg. Wahnsinn. Scheiß mich an. Wir haben jetzt noch 29 Kilometer, nicht ganz 6 Stunden. Und es ist immer nur Brütenteils. So. Nochmal 27 Kilometer. Ich habe jetzt wieder meine Westen anzogen, weil ich brenne sonst echt nieder. Ich war jetzt in Mitteneich, das ist da hinten. Es gibt da wenigstens in der Straße einen Radweg, aber asphaltiert, alles nur mehr Haas. Mir ist heiß. Mein Motivationsschub von vorher ist verflogen. Ich muss mal im nächsten Dorf irgendwo einen Schattenplatz suchen. Zwischenzeitlich habe ich noch einen Smoothie getrunken, also es ist jetzt 16:07 Uhr. Ankunft irgendwann in 5 Stunden und ein bisschen. Oh. Ich hätte schon geschaut, ob ich ein Taxi erwische beim Vorbeifahren, aber es ist noch keins vorbeigefahren. Das ist so, ich fahre mit Taxi nach Dreiskirchen und dort gehe ich das finale Stück. Aber ich habe keins gesehen. Von daher, ich hätte es jetzt einfach dem Zufall überlassen, aber der hat mir was pfiffen.
sind meine Zähne so sandig. Ich habe jetzt einen Entschluss gefasst. Ich bin jetzt kurz vor Draftorf, das ist da hinten, gell, das Ortschaftel. Da gibt es eine Bahnverbindung. Um 17:01 Uhr, das ist in circa Viertelstunde, geht ein Zug nach Dreiskirchen. Dann würde man 2 Stunden sparen. Das sind die 2 Stunden, die ich jetzt da am Weg irgendwie verschissen habe. Oder vertrödelt. Dann werde ich jetzt einfach, wenn ich ein Ticket kriege und wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und wie Google Maps ausspuckt, dann sparen wir mindestens 10 Kilometer, ungefähr 2 Stunden. Ich bin fix und fertig. Wenn ich einen Ticketautomat finde, der Bankomat nimmt, weil ich habe kein Bares mit, dann werden wir ein bisschen cheaten. Aber es ist mir jetzt schon egal. Ich habe mein Maximum, was ich an einem Stück gegangen bin, schon weit erreicht. Ich habe mehr als 2/3 der Strecke habe ich absolviert und jetzt fahre ich ein Stückchen mit Zug. Wer damit ein Problem hat, ist mir scheißegal. Was ist denn jetzt mit dem Verkehr los da? Ich habe mir jetzt ein bisschen Wurst, Tomate und Brot eingezogen. Ich hoffe, dass der Motivationsschub heute jetzt eine Zeit lang. Und warum geht jetzt der Wind? Und passt der aber. Ja, ich komme daher wie der ärgste Honk, komplett dreckig schon. Ich habe jetzt da einen Flash. Ich fahre jetzt mit dem Zug. Scheißegal. Ich sitze gerade in Trastorf am Bahnhof und muss jetzt eine Stunde warten, weil ich den anderen, der gerade eingefahren ist, wie ich gekommen bin, nicht genommen habe, weil ich vorher mein Ticket in diesem, wie ist er da, Automaten organisieren habe müssen. Jetzt hat er nicht gewartet und ist einfach gefahren. Und jetzt muss ich eine Stunde warten und dann fahre ich nach Dreiskirchen. Spare mir zu gehen 10 Kilometer. Das wären so circa 2 Stunden. Aber weil ich jetzt warten muss, spare ich nur 1 Stunde ein, nicht 2. Und nebenan ist so ein Feuerwehrfest zu Pfingsten. Ich würde mir echt irgendwas gern an Radl oder so checken, aber ich bin echt nicht vorzeigefähig. Und kann schon werden. Weil bei sowas nehmen die normalerweise, so aus meiner Erfahrung, weniger Bankomatkarten. Aber egal. Ich glaube mittlerweile riecht man mich 10 Kilometer gegen den Wind. Wurscht. I'm not dressed for party, so egal. Ich will jetzt noch irgendwann Proteinriegel. Ich habe noch ein paar Proteinriegel. Einen habe ich vergessen.
Dann jetzt nur ein, zwei reinpfeifen, den letzten Energieschub und dann noch 3 Stunden durchbeißen. Ist auch noch lang. 3 Stunden ist echt noch lang. Ich habe meine Schuhe ausgezogen. Ich chill jetzt einmal für nicht mehr ganz 3/4 Stunde. Und dann will ich noch die Arschbacken zusammenkneifen. Und das dann noch durchdrucken. Das ist zumindest der Plan. Mittlerweile gibt es ein paar Wölkchen, aber zu wenig, um mir da jetzt noch ein bisschen die Sonne zu nehmen. Ich bin echt kein Sonnenanbeter. Das macht mich fertig. Deswegen fahre ich meistens in Urlaub im Norden. Also in den letzten Jahren. So viel dazu. Kreismauer. Das ist eine ursüße. Das ist sehr nett angelegter. So, und jetzt bin 3 Stationen mit dem Zug gefahren. Das war der S40. Der geht dann weiter nach St. Pölten. Das erspart mir jetzt knappe 10 Kilometer und 2 Stunden. Jetzt sind es nur mehr 14 Kilometer. Und 2,45, also 2 Stunden 45. Ach, Kniescheibe. Haben wir über die Autobahn. Uppi. So. Das ist doch scheiße. Dass sie da nirgends einen Radl- oder einen Fußgängerweg haben. Jetzt muss ich mir da umwälzen. Ich habe jetzt eine kleine Detour gemacht. Ich gehe jetzt über die Brücke, die keine Autobahn-Ab- und Auffahrt hat. Das war mir irgendwie zu haarig. Jetzt habe ich einfach die vorherige genommen, also die Richtung St. Pölten. Das ist nicht so befahren wie die andere Seiten, von daher. Aber einen gescheiten Weg für Fußgänger oder Radlfahrer gibt es auch nicht. Fahren die dann nicht um? Ich meine, mit dem Radl ist es vielleicht weniger tragisch, aber zu Fuß geht da keiner von Hollenstein nach Treismauer zu Fuß. Anyway, mir tut gerade irgendwie die Kniescheibe weg. Ich glaube, ich bin vorher im Zug irgendwie dumm gesessen. Aber wir haben nochmal 2 Stunden 13. Ein Ende ist in Sicht. Gott sei Dank. Die Sonne geht unter. Es ist jetzt genau 19 Uhr. Und der Kirchturm läutet.
Dann marschiert er von Wagram nach Hollenburg. Und da ist gerade ein Weinkeller nach dem anderen. Das schreit nach Kellergassenfest. Im Spätsommer, Herbst. Ich stapfe immer noch Richtung Hollenburg. In Hollenburg kreuzen wir dann irgendwie durch eine Unterführung zum Donauradweg. Und dann gehen wir endlich entlang der Donau, wo hoffentlich ein bisschen ein Lüftchen herrscht. Puh. Es geht zwar da auch schon der Wind, also ein bisschen zumindest, aber es könnte mehr sein. Das ist da schon ziemlich nice, da muss ich sagen. Das kommt am Foto gar nicht, oder am Video gar nicht so um, wie es in echt ist. Autobahn, Tunnel. Und klar, da vorne ist irgendwo die Donau. Echo, Echo. Ich gehe jetzt nur mehr auf dem Zaunfleisch. Und irgendwie sind, das sind jetzt auf einmal so viel Gelsen. Zack. So. Also da. Ich glaube, ich muss meine Weste wieder anziehen, sonst bin ich da zerstochen. Die rechts ist ein bisschen höher, sonst muss ich für so viel Autokennzeichen verpixeln. Okay, Sportplatz. Ich höre Meeresrauschen, ich höre Rauschen. Habe ich schon gesagt, das ist erst am letzten Loch. Links abbiegen. Ich blase aus dem letzten Loch. Jetzt haben wir noch Ibuprofen reingezogen. Jetzt bin ich zum Sonnenuntergang an der Donau. Der Ausblick hat sich echt gelohnt. Ich werde zwar wieder meckern, dass mir dann jetzt wahrscheinlich tagelang mein Knie weh tut. Voll gut belichtet. Aber das ist doch geil. Bei Entchen, Sonnenuntergang. Jetzt müssen wir nur mal davor gehen und dann so eine leichte Kurve nach rechts über die Brücke. Das sind voll die Mücken. Über die Brücke und dann irgendwie von der Brücke und dann holt mir hoffentlich meine Schwester, weil nach Steinaussee durch ganz Krems, da habe ich keinen Bock mehr.
Look at this! Ich habe gerade mit meiner Schwester telefoniert. Die holt mir dann da in der Nähe vom Donauradweg dann ab in Krems, gleich am relativ Anfang. Er hat fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt oder einen Lachanfall, wie ich mit ihr telefoniert habe. Und dann haben wir auch noch den Smoothie den Rest über die Hosen geladen. Siehst du das? Da. Sieht schon aus, als hätte ich mich angekotzt. Furchtbar. Jetzt sind es jetzt circa noch 4 Kilometer, 50 Minuten. Meine Fußsohlen brennen wie Feuer. Wenn eine kleine Zehe ist wieder okay. Oder ich spüre es nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Und in meinem rechten Knie herrscht ein Wanderschmerz. Keine Ahnung. Der Schmerz ist an der Kante von der Kniescheibe und der rotiert jetzt so herum. Sehr eigenartig. So, ich muss jetzt noch alle meine Kräfte zusammenhalten, die restlichen, die ich noch habe, und einfach nur beißen. Das ist schiere Willenskraft. Jetzt so geschaut. Beißen, beißen, beißen. So kurz vorm Ziel gehen wir jetzt nicht auf. Und die Mücken gingen mir auf die Nerven. Das ist ja wie im Dschungelcamp. Oder in Panama bei Seven vs. Wild. Man pfeift aus dem letzten Loch. Herrlich. Da vorne ist Krems. Da wollen wir hin. Endlich. Endlich. Die Brücke ist erreicht. Die rüber geht nach Krems. Holy moly. Oh. Ich pfeife echt aus dem letzten Loch. Oh. Warum ist das jetzt eine Baustelle? Sorry, wenn das Handy so wackelt. Puppi. Ich bin ja ganz schwach. Aber das ist echt nice. Ich war ja in Krems in der Schule 5 Jahre, aber die Ecke ist mir irgendwie nicht untergekommen. Wobei als Schüler, wenn man kein Auto hat, das ist schon ein brater Weg an oder her. So. Links abbiegen. Es gibt da ein links und ein rechts, also rechte und eine linke Seite. Ja. Ich will dann nach Krems, nach quasi stromaufwärts. Sollte ja eigentlich die andere Seite nehmen. Schauen wir mal. Ach. Geht's darauf? Okay. Es gibt nur eine Seite. Warum ist er jetzt abgesperrt? Das geht ja jetzt gar nicht.
So, auf der anderen Seite, wie ich da jetzt ummarschiert bin, über Lozère Fantasie. So, jetzt muss ich nochmal meine Schwester finden. Es ist echt düster geworden. Vielleicht kommt meine Stirnlampe doch noch zum Einsatz. Mal schauen. Fazit. Es war echt ein langer Tag. Also müde im eigentlichen Sinn bin ich nicht. Oder war ich nicht, obwohl ich natürlich geschlafen habe und schon um 1:30 aufgestanden bin. Aber würde ich nur mal den Marsch machen? Ich glaube nicht. Aber ich muss schon sagen, ich habe Ecken gesehen, die ich sonst nicht sehen würde. Von daher. Weil ich doch durch Gegenden spaziert bin, also marschiert bin, die man so am Weg irgendwie gar nicht am Radar hat. Weil man halt eher zu der Autobahn fährt, südlich oder nördlich der Donau, um nach St. Pölten und nach Krems, also so diagonal auf zu, hat man eigentlich gar keinen Grund zu fahren, vor allem wenn man keine Verwandtschaft dort hat, Freunde von Schulzeiten, dann, oder man dorthin heiratet, dann komme ich aus dem Waldviertel bzw. Walfeldendorf gar nicht auf die Idee, dass ich jetzt so quer durchfahren würde. Von daher, ich habe echt ein paar nette Ecken entdeckt, ein paar nette Dörfer. Hat sich schon ausgezahlt. Aber wenn mir das Knie jetzt weh tut und meine Füße brennen, ich fahre mal auf die Dusche, auf was zum Essen. Ich werde mir dann irgendwas Kaltes aufs Knie packen. Und morgen ist Gott sei Dank Feiertag, also Pfingstmontag. Da kann ich mich noch auskurieren, bevor ich dann am Dienstag wieder orten muss. Schlafen die Schwäne da. Die Düsen da so. Falls meine Kamera schon so wackelt, es sei mir verziehen. Ich kann meine Hand nicht mehr ruhig halten. Dann einen letzten Schatz von den Schwänen. Von der Brücke. Geh weg, du Gelse. Und in Wahrheit, ich habe jetzt nur kein Ortsschild gesehen, aber wir sind auf Kremser Territorium. Von daher zähle ich das mal als Erfolg. Für das, dass ich schon nach einem Drittel gejammert habe. Also was heißt gejammert, aber naja, war schon ein bisschen anstrengend. Und nach der Hälfte und war ich schon dabei, das Handtuch zu werfen. Und dann haben wir wieder nach einer Pause ein bisschen einen Energieschub und einen Motivationsschub. Dann geht man wieder weiter. Dann macht man wieder Pause. Und dann fährt man halt ein Stück mit dem Zug. Ist halt so. Ich muss mir jetzt nicht aus falschen Stolz da jetzt komplett trainieren, weil 10 Kilometer weiter wäre ich jetzt echt nicht mehr kommen. Zwei Stunden vor allem später. Na, da hättest du mir dann irgendwo dann aufklauen können. Vor allem, wer findet denn dann, wenn man da irgendwo an der Donauinsel, am Donauradweg herummarschiert, finster wird, kein Mensch ist mehr da. Ja. Jetzt geht gerade so die Sonne unter und das passt. Mit 10 Kilometer, ja, die kann ich verkraften. Mein Rekord somit Pfingstsonntag 2023, 67 Kilometer, aufgebrochen um 22 Uhr, angekommen um, ja, wie spät haben wir denn?
21:23 Uhr. Naja, sind schon ein paar Stunden gewesen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich noch 5 oder 10 Minuten brauchen, bis ich das Auto gefunden habe. Irgendwo da bei der Feuerwehr. Die geht dann nämlich. Die Feuerwehr ist irgendwo da in der Nähe vom Donauradweg. Und da kann man auch kurz stehen bleiben und mich auflesen. In diesem Sinne, gute Nacht, peace out und wir sehen uns. Puh.